Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und heute seht ihr den zweiten Teil von Ich baue einen Buckler. Wenn das erste Video euch gefallen hat, würde ich mich über Kommentare, Likes oder ein Abo sehr freuen. Dann geht es jetzt los mit dem zweiten Teil. Wir sehen uns, bleibt dran. So Leute, es geht los mit der Farbgebung, beziehungsweise nicht der Farbgebung, geht los, das Ding erstmal schwarz zu pinseln. Weil das Ding ja hier so einen Buckel hat, kann man das schlecht so machen. Ja? Am besten nimmt man sich dann irgendeinen Untersatz. In dem Fall habe ich jetzt einen Karton genommen. Man kann auch einen Topf nehmen, Eimer oder was, je nach Größe halt, dass das passt, damit man eine gute Ablage hat, dass das Ding nicht so rumwackelt. Ja? So, wir fangen jetzt aber erstmal oben an. Legen das Ganze jetzt erstmal hier so drauf. Und dann geht es erstmal wieder los. So, das obligatorische Dosen aufmachen, schwarze Farbe drauf und dann gucken wir mal. Bei der Fläche jetzt müsst ihr den Pinsel nicht unbedingt komplett trocken machen, also das heißt komplett, aber trocken. Das ist jetzt bei der ersten nicht schlecht, wenn das halt so ein bisschen geschmeidiger schon komplett ist. Das ist ja jetzt erstmal nur so die erste Schicht oder die ersten, dass das überhaupt erstmal deckt. Dann geht da einfach erstmal komplett drüber. Ja, nicht zu dick. Gucken, dass es schon so weitgehend irgendwie deckt, aber wenn es ein paar Stellen sind, die noch nicht so sind, wie gesagt, macht nichts, macht er bei der nächsten Schicht an der Stelle ein bisschen dicker drüber und dann gleicht sich das dann mit den Schichten aus, weil er macht das ja mit einigen Schichten. Wie gesagt, ich nehme meistens so ja, zwischen 6 und 8. Die einen würden wahrscheinlich mehr nehmen, die anderen weniger. Meistens zähle ich ja die Schichten mit der richtigen Farbgebung dann gar nicht erst mit. Aber da müsst ihr halt gucken. Ich mache es dann immer so aus dem Bauchgefühl raus. Und ich denke, dass das gut ist. Gibt dann halt so ein paar Sachen, woran man das halt sehen kann. Indem man halt manche Nähte nicht mehr, also Klebenähte sieht oder was. Dann ist das meistens dann gut von der Dicke her, der Farbe. So, das wäre jetzt schon mal der Buckel. Dann machen wir erstmal noch den Rest hier. Aber alles schön gut rein. Ja, könnt ruhig auch schon mal über die Kanten drüber, damit das nachher an den Kanten ein bisschen dicker ist. Da fällt mir gerade auch mal auf. Ich habe da vergessen euch zu sagen, dass das Ganze ja auch noch geglättet werden muss mit dem Heißluftföhn. Ja. Ich hoffe, dass das alles gut ist. Obwohl das bei dem Brett jetzt hier eigentlich auch nicht das Problem ist. Weil Holz ist ja auch nicht gerade unbedingt glatt. Das trägt zu dem Holzlook vielleicht sogar noch was bei, dass ich das jetzt so nicht gemacht habe. Naja, probieren wir mal. Habe ich so jetzt auch noch nie gemacht. Eigentlich wird es erstmal mit dem Heißluftföhn geglättet. Ein Fehler meinerseits. Momentan scheine ich irgendwie nicht so ganz bei der Sache zu sein. Aber naja, gut. Gucken wir mal. Es geht ja nur mit Prinzip, damit ihr wisst, wie sowas geht. Das soll ja nur so grobe Anleitung sein für Leute, die es vielleicht auch mal ausprobieren wollen. Ja. So auf gut Deutsch. So sollte das nicht machen. Also vorher, bevor ihr anfangt zu pinseln, noch die Kanten glätten. Mit einem Heißluftföhn, einem Lötkolben oder was auch immer. Und wie gesagt, in dem Fall dürfte das eigentlich nicht ins Gewicht fallen, da das schon relativ glatt gewesen ist. Passiert da eigentlich nicht viel. Sieht ein bisschen unsauber aus, aber wie gesagt, bei Holz kann das durchaus beabsichtigt sein, dass das auch so aussieht. So, dann sind wir schon fast fertig. Ihr seht, das geht eigentlich relativ schnell mit dem Pinsel. Das ist eine Sache von ein paar Minuten für die Schicht. Guckt, dass er das vernünftig überall auftragt. Vor allen Dingen immer so, wo diese, ich sag jetzt mal, Scharten sind und so, immer nochmal nachgucken. Oder an anderen Stellen, so wie hier so, dass er da nochmal nachgeht. Oder wo die Nieten sind. Das ist auch immer gerne, dass das da nicht so ganz deckt. Aber wie gesagt, wenn es beim ersten 1-2 Schichten noch nicht so richtig gut deckt, dann geht da halt noch ein paar Mal mehr an der Stelle drüber und dann ist das schon gut.
Können da nicht viel falsch machen. Nur halt nicht zu dick nachher. Das sieht dann nachher auch nicht gut aus. Wie ihr seht, das mit den Pinseln ist eigentlich bei Holzoptik auch nicht schlecht. Da kann man eigentlich schon ein bisschen mit so die Struktur nachher rein, aber das mache ich nachher wieder mit dem Kamm. Das habt ihr ja schon gesehen in anderen Videos. Ich das mache, das finde ich eigentlich schöner. Da gibt es auch noch extra Schablonen für und so. Habe ich auch eine, aber ich muss ehrlich sein, die habe ich noch nie benutzt. So, das Ding müssen wir mal auf Seite. Wir kleckern nämlich hier. Ich mache nämlich schon direkt den Rand in einem mit. So, ich hoffe, das kann man so sehen. Ne? Dann geht er mal drüber. Einmal rundherum. Dafür dann am besten das Ding aus dem Karton nehmen. Von unten anfassen und passt auf. Ich habe mich nämlich hier schon an dem Arm schon voll gekleckert. Da müsst ihr halt immer mit rechnen. Wie gesagt, am besten immer alte Sachen tragen. Ich habe dann immer so ein paar Sachen, die ich immer zum Bauen anziehe. Die sind schon versaut. Da kann man nicht mehr viel versauen. Und dann ist das gut. So. So, noch ein bisschen noch. Dann haben wir schon mal die erste Schicht von der oberen Seite drauf. Das klappt auch ganz gut. Wie gesagt, immer gucken, dass ihr möglichst den Arm nicht drunter hängen habt, dass euch dann nicht voll saut. Ein bisschen kleckern tut er sowieso, aber dafür habt ihr ja die Zeitung drunter liegen. So, das ist dann quasi schon mal die erste Schicht auf der vorderen Seite. Das Ganze stellt ihr dann auf Seite zum Trocknen. Und wenn das dann trocken ist, machen wir dann auf der Rückseite weiter. Dann sehen wir uns dann, wenn die Front trocken ist. Dann zeige ich euch das mit der Rückseite. So Leute, es geht weiter. Jetzt machen wir die Rückseite. Ein paar Tropfen Wasser in das Flexipant mit rein. Nicht viel, wie gesagt, immer nur so ein bisschen. Und dann fangen wir mal an und machen die Rückseite. Ja, wir fangen mal in der Mitte an. Arbeiten wir uns von der Mitte nach außen vor. Ist vielleicht besser. Ich hoffe, das Ganze kann man wieder gut sehen. So. In der Mitte müsst ihr halt gucken, durch den weichen Schaumstoff, das saugt so ein bisschen mehr auf. Also müsst ihr da auch ein bisschen mehr Farbe drauf tun. Aber wie gesagt, das Ding ist jetzt nicht ganz so wichtig. Das sieht man ja nachher nicht mehr so wirklich. So. Wie gesagt, auch bei der ersten Schicht muss es nicht unbedingt direkt decken. Alles geht hier sowieso noch mehrmals drüber. Keine Sorge, wenn er hier so an dem Kernstabstück ein bisschen drüber geht. Das ist auch nicht schlecht, weil wenn er dann später hingeht und macht das Leder drüber, dann habt ihr da quasi einen besseren Übergang. Also da müsst ihr nicht wirklich so aufpassen. Das ist schon gut, wie ihr das dann macht. So, jetzt haben wir innen drin. Dann machen wir hier oben weiter. Immer irgendwo an einer Seite anfangen und dann auf die andere Seite rüber. Das ist eigentlich immer eine gute Taktik. So. Ja. An den Ecken hier immer, wo die Kanten quasi von so Dreiermatten sind, immer noch mal so ein bisschen nachgehen. Das geht meistens nicht immer so gut da rein. So. Diameter. Wie gesagt, die erste Schicht muss nicht immer so ganz deckend sein. Ist alles nicht so schlimm. Kommen ja noch einige drüber. So. Wie ihr seht, das geht echt ziemlich flott. Naja gut, ist ja auch nicht wirklich viel Fläche, was wir jetzt hier haben. Die ist ja nur so, keine Ahnung, 30 cm oder so. So gut wie fertig mit der Schicht.
nehme dann immer so eine Hand hoch, damit das dann quasi mit dem Pott hier einfacher geht und hier nicht so viel rumkleckert. Wie gesagt, am besten immer eine Unterlage. Jetzt diesmal habe ich keine genommen, weil ich halt quasi die Farbe oben von runter hole. Also da kann nicht viel passieren. Außer macht es zu dick, wie ich jetzt gerade. Aber das ist halt passiert. So. Dann haben wir die Seite auch. Dann gehe ich wieder hin. Da ich immer gerne habe, dass das so ein bisschen überlappt, nehme ich das Ganze aus der Pappe raus. Dafür hätte ich jetzt vielleicht dann doch eine Unterlage gebraucht, aber egal. So, dann gehe ich hin und mache den Rand direkt schon mal wieder, weil der Rand ist eigentlich mit am meisten strapaziert, deshalb kann das nicht schaden, wenn der Rand halt mehr Schichten hat wie der Rest. Und das ist halt auch für die Kanten nicht schlecht, weil die Kanten halt auch immer gerne dann, wenn sie nicht gebrochen sind, also quasi wenn ihr scharfe Kanten habt hier so, ne, dass das dann quasi da gern schon mal beim Latex früher eingerissen ist. Jetzt beim Flexi Paint weiß ich nicht so wirklich, muss ich ehrlich sagen, aber das ist halt eine alte Angewohnheit mit den Kanten brechen, das halte ich bei, da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann sollte das eigentlich gut gehen. So. Ja. Ihr seht, geht das auch wieder ratzfatz. Das machen wir jetzt dann ja, so nach Gefühl 6 Mal ungefähr. Das Gute ist, wenn er das ganze Ding hier mal so ein bisschen rausgenommen hat, seht ihr auch in den Ecken hier quasi, wo er noch nicht gepinselt hat. Das ist immer so unter Kernsterben und so, hat immer so ein bisschen blöd. Sieht man nicht so gut. Seht ihr, hier habe ich auch ein bisschen nicht gesehen. Deshalb das ganze Ding beim Pinseln immer so ein bisschen noch drehen, dass ihr so immer noch so einen anderen Winkel habt. Dann seht ihr nämlich meistens dann auch, seht ihr hier wieder, wo ihr dann noch nicht so drüber gegangen seid. Dass das hier so ein bisschen nicht deckt, so wie hier, das ist jetzt nicht wirklich so schlimm. Wie gesagt, ihr geht ja mehrere Schichten drüber und dann wird das schon werden. Der Rest ist eigentlich nur ein bisschen Übungssache und halt immer wieder gucken. So, dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze dann die ganzen Schichten drauf hat. Im Endeffekt mache ich das Ganze, was ich jetzt in den 2 Mal drehen gemacht habe, jetzt nochmal 6 Mal. Also 6 Mal eine Seite, 6 Mal noch die andere. So Leute, es geht weiter. Wir fangen jetzt an mit der Holzmaserung. Dafür nehmen wir wieder schwarz. Und fangen wir hier an irgendeiner Stelle an. Gehen wir nochmal drüber. So. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Ja. So. Und dann gehen wir hin und machen das wie bei den anderen Sachen mit dem Kamm wieder. Und gehen noch so ein bisschen drüber. Je nachdem, wie viele haben wollt, mehr oder weniger. Wie gesagt, immer so ein bisschen die Bewegungen so ein bisschen hin und her. Wenn ihr zufrieden seid, dass das so gut ist, dann macht ihr halt weiter. So, jetzt gehe ich weiter. Dann mache ich dann die anderen Sachen genauso. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze fertig ist. So Leute, wie ihr seht, ist das Ding schon mal fertig.
lassen wir jetzt trocknen. Dann machen wir die Rückseite auch so. So Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Den Rand habe ich jetzt auch noch so ein bisschen. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen auf den Bildern. Beziehungsweise in dem Video. Ja, das Ganze lassen wir jetzt wieder trocknen. Und dann fangen wir schon an mit der Farbgebung. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar geht es jetzt ans Braunmischen. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ja? So, erstmal ein Schwamm. Das Stück tun wir mal ein bisschen auf Seite. Fangen wir noch eine Front an. Gehen wir wieder hin. Transparent. Ein bisschen mehr. Schwamm wieder nehmen. Zack. Weg damit. So. Dann nehmen wir einen dunklen Braunton. Guck mal. Diesmal tun wir mal ein bisschen mehr Braun mit rein. So. Und dann drücken wir schon mal hier drauf. Und das trocken gemacht. Dann schauen wir mal, dass das was gibt hier. Ne? So. Können wir direkt ein bisschen großzügig drauf gehen. Fangen wir dann an. Jetzt erstmal hier an einer Seite an und dann immer in eine Richtung. Ne? Also von der einen Seite her, dass das immer schon gleichmäßig aussieht. Ich nehme jetzt immer hier so die Kante.
Leute, wir gehen jetzt hin, setzen noch ein paar Akzente, dafür nehmen wir wieder Silber. Ich glaube, der Schaum könnte ein bisschen zu groß geworden sein. Und dann immer so ein bisschen immer drüber, so ganz leicht. Mal gucken, ob das nicht zu dick macht. Wie gesagt, immer nur ein bisschen Farbe drauf, nicht so viel. Und immer so ein bisschen, so ganz sacht drüber gehen. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Jetzt machen wir das Ganze noch auf der Rückseite. Und wenn das dann trocken ist, können wir quasi schon anfangen zu topcoaten. Ja. So ein bisschen noch über die Kanten drüber gehen. Dann sieht das so ein bisschen aus, als wenn das an den Kanten ein bisschen geschliffen ist. Oder beziehungsweise auch, dass das was schärfer halt aussieht. Aber wirklich immer nur so ein klein bisschen drüber ziehen. Ich hoffe, das kann man hier so sehen. Das macht auch noch mal ein bisschen was an der Optik aus. Das sind halt so kleinere Sachen. So. So. Jetzt können wir das Ganze quasi schon topcoaten. Das machen wir jetzt auch. Wir fangen jetzt mit der oberen Seite an. Danach machen wir dann die Rückseite. Nehmen wir wieder Flexipaint matt. Schuss, da brauchen wir ein bisschen mehr für. Und dann fangen wir wieder an einer Stelle. Schauen wir mal, das sieht gut aus. Weg den Karton. Dann machen wir das Ganze einmal rund, komplett drüber. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze fertig ist. Ne? So Leute, dann wollen wir jetzt das Ganze ja auch noch ein bisschen hier so ledern in den Griff machen. Dann gehen wir hin, das ist doppelseitiges Klebeband. Habe hier schon einen Streifen Leder zusammengeschnitten. Dadurch, dass das Wickeln ziemlich eng werden soll, den Streifen nicht so breit machen, sonst wirft er Wellen. Aber das seht ihr ja, für den Fall, dass das gleich passieren sollte. Dann gehe ich hin. Ein doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt natürlich auch irgendwie Pattex oder was auch immer nehmen. Ja, war vielleicht ein bisschen dumm, was ich jetzt gemacht habe. Hätte vielleicht was weiter oben anfangen sollen. So. Dann wieder einmal rund. Eine Seite losfisseln. Hoffentlich kann man das gut sehen. Jetzt mal so ein bisschen fricklich dann Anfang zu finden, vor allem wenn man kurze Fingernägel hat. So. Ja. Schatz. So. Dann runterdrücken, einmal so rum. Gut, das Stück ist jetzt ein bisschen länger geworden, wie ich gebraucht hätte. Dann wickeln wir halt ein paar Mal drum, ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Dann habt ihr das schon mal. Dann machen wir noch ein Stück. Das ist ein bisschen kürzer. Also wirklich viel kürzer ist jetzt auch nicht geworden. Aber naja, gut, egal. Jetzt fangen wir mal direkt oben an. Müsste besser gehen. So. Ja. So. Dann wieder einmal rund. Ja, diesmal hat es gut gepasst. So. Das wird abgezogen. Dann habe ich an einer Seite das so ein bisschen angeschrägt. Das
ist dann besser zum Wickeln für den Anfang. So, und dann gehen wir da einmal quasi immer wieder durch. Immer ein bisschen nachziehen, aufpassen, dass er nicht immer unten am Klebeband, am besten dann immer so den Finger so ein bisschen drunter, dass das quasi ein bisschen eine Führung hat, dass das nicht immer an das Klebeband dran kommt. Und dann macht er das quasi einmal komplett rund. So. Ja. Gucken, das kann man sehen. So. Nachher könnt ihr dann unter dem Vorleder drunter durchführen, dann braucht ihr den Finger nicht mehr, das ist quasi nur für den Anfang. Und das ist jetzt quasi das mit dem Leder erstmal, dass das was schicker aussieht. Und damit ihr euch beim Kernstab nicht irgendwelche Splitter von dem, naja, was heißt Splitter, ja, kann man schon Splitter nennen, von dem Kernstab dann halt rein in den Finger macht. Ist nicht so schön. So, dann gehen wir hin. In dem Fall, ja, machen wir so rum. Ich nehme jetzt die Schere. Ich kann natürlich auch einen Cutter nehmen, aber machen das jetzt einfach mal frei Schnauze. Also quasi, da er das hier einmal so rund macht. Das kleben wir dann aber fest mit Pattex. So, nehmen wir wieder eine Dose. So. Ja. Pinsel können wir auch benutzen. Nicht zu viel drauf. Geht da hin. Macht dann nicht komplett alles erstmal von dem Stück, weil hier an dem letzten Stück können wir das dann noch was strammer ziehen. Geht da einmal rund. Und dann können wir das letzte Stück quasi auch noch mal ein bisschen drauf. Dann können wir das so festmachen. So. Ja, das wird dann schon mal der Griff. Ja, wenn das jetzt gleich trocken ist, zeige ich euch das gute Stück mal von vorne und hinten. So Leute, dann würde ich sagen, der Buckler ist fertig. Ich zeige den euch jetzt mal. Ja, also so sieht das jetzt von hinten, das hier ist von hinten auf von vorne aus. Ja, mit dem Griff. So, ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja. Ja, und das wäre schon zum Bucklerbau. Je nachdem halt, wenn die Hände ein bisschen größer sind, kann man das Loch halt noch ein bisschen mehr ausarbeiten, also hier den Rand was schneiden. Aber so im Großen und Ganzen ist das doch ganz okay, oder? Ich denke mal schon. Kann man. Ne? So, das war es dann zum Bucklerbau. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns. Bis dann.